Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ein letztes Video im Jahr 2025 und ich habe mir überlegt, am letzten Tag dieses Jahres bringe ich euch noch einmal etwas Emotionales, etwas Schönes, ein Video, was euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Denn gestern war das berühmteste Training des Jahres. Das Weihnachtstraining von Real Madrid. Real Madrid öffnet die Pforten des Alfredo Di Stéfano und vor allem Kinder mit ihren Eltern schauen sich das Training von unserer ersten Mannschaft an. Immer sehr emotional, weinende Kinder, glückliche Kinder. Also dieses Training habe ich natürlich für euch. Dann haben sich aber auch einige Spieler sehr kritisch über das Jahr 2025 geäußert. Finde ich persönlich sehr gut, denn es war kein gutes Jahr für den Madridismo, das muss ich zugeben. Was unsere Spieler da gesagt haben, das zeige ich euch natürlich auch. Dann gehen wir aber auch auf die Transfers von Real Madrid, denn gestern aus heiterem Himmel hat Real Madrid einen U18-Nationalspieler von Spanien verpflichtet. U18-Nationalspieler hört sich schon mal gut an, vielleicht bald auch interessant für die erste Mannschaft. Um wen es sich da handelt, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns auch über den Argentinier Franco Mastantuono. Neapel möchte ihn unbedingt haben. Wird Real Madrid schwach? Wird er ausgeliehen oder nicht? Alle Informationen dazu in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich mich ins Jahr 2026 verabschiede, ohne mich bei euch zu bedanken. Keiner mag diese Dankesvideos und sowas. Damit möchte ich euch nicht nerven, deshalb halte ich es kurz. Aber was dieses Jahr auf diesem Kanal passiert ist, hätte ich zum einen nie erwartet. Es ist absolut verrückt und ich bin euch sehr dankbar. Dazu möchte ich ein paar kleine Zahlen mit euch teilen. Wie ihr seht, dieser Kanal hatte im Jahr 2025 fast 3 Millionen Aufrufe. Seid ihr denn verrückt? Wie kann das sein? Also 2,9 Millionen Aufrufe, über 2,9. Wie ihr seht, dieser Kanal wurde 432.000 Stunden in diesem Jahr 2025 gesehen. Also, ich könnte nicht dankbarer sein und natürlich insbesondere den 11.721 neuen Abonnenten bin ich sehr dankbar. Wie ihr seht, fast 1000 Abonnenten im Monat für einen Kanal dieser Größe. Es ist unglaublich, ich bin sehr demütig, sehr dankbar, ja, für das, was ihr aus diesem Kanal macht. Und vor allem, wenn man sich die letzten 3 Monate anschaut, ist das nochmal extremer, denn wie ihr seht, 856.000 Aufrufe in den letzten 90 Tagen, in den letzten 3 Monaten, 134.000 Stunden und vor allem 5.944 neue Abonnenten in 90 Tagen. Das sind fast 2.000 Abonnenten im Monat. Also Leute, mir bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Und als Dankeschön werde ich euch eins versprechen. Ich werde im Jahr 2026 mindestens genauso viel Vollgas geben wie im Jahr 2025. Ich möchte euch jeden Tag die Aktualität von Real Madrid liefern und die ein oder andere Überraschung, Special-Folge etc. werde ich dieses Jahr auch machen. Wer also noch kein Abo dagelassen hat, bitte drückt auf Follow, damit ihr das nicht verpasst. Und im Großen und Ganzen bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, dass es euch gibt. Ja, wer auch dankbar war, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, sind die Jungs, die gestern, die Kinder, die Mädchen, die Eltern etc., die gestern das Weihnachtstraining von Real Madrid verfolgen konnten. Und ihr wisst es, Real Madrid macht dazu jedes Jahr ein emotionales Video. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns das zusammen einmal an. 10 Uhr morgens. Die Tore öffnen sich für die Hoffnung, für die Magie, für den Madridismo. Man kommt gut ausgestattet und in guter Begleitung. Mit meinen Freunden und mit meiner Mutter und mit meinem Bruder.
aber vor allem mit einem vorbereiteten Ruf. Und fast alle haben ein Plakat für ihr Idol dabei. Ein Plakat, das es sogar in mehreren Kapiteln gibt. Oder ein sehr wertvolles Gut anbieten. Wir waren kurz davor, sie Blanca Victoria zu nennen, als gute Madridista, aber es blieb dann bei Blanca. Alle sind bereit, etwas Unvergessliches zu erleben. Ein Tag, um mit der Familie zusammen zu sein und Spaß zu haben. Das sind Erinnerungen, die sich einprägen, die man nicht mehr los wird. Und das ist das Schöne, was wir haben. Und so verpassen die Mitglieder, ob groß, mittel oder klein, von hier oder von überall auf der Welt, kein einziges Detail des Geschehens. Und so wird die Mannschaft empfangen. Punkt. Man muss alles geben, auf der Tribüne und die Spieler auf dem Feld. Aus jedem Blickwinkel atmet man Madridismo und einen gemeinsamen Wunsch. Dass sie alles gewinnen, denn sie verdienen es, alles zu gewinnen. Sie haben die Mannschaft dafür. Und so, während jeder kleine Sieg mit der Tribüne gefeiert wird, endet ein unvergessliches Training. Und dann kommt der Moment der Autogramme und der Emotionen. Fotos zu machen, die als Erinnerung bleiben. Erinnerst du dich, Geschenke zu bekommen? Ich weiß nicht, wer es mir gegeben hat, aber ich freue mich, es ist ein Geschenk und ich werde es behalten. Die Wärme der Heimat zu spüren. Und so verabschiedeten wir uns von einem Morgen voller Liebe und Madridismo. Ja, also immer wieder schön, auch wenn das Übersetzungsprogramm die Stimme von Camavinga nicht hinbekommen hat, aber der Rest wunderschön. Einfach zu sehen, wie die Kinder sich freuen, das Glück in den Augen zu sehen, dieser besondere Moment. Das sind Momente, die werden diese Kinder ein Leben lang nicht vergessen. Wie der Vater schon gesagt hat, das sind Erinnerungen fürs Leben. Ja, und die Jungs, ich finde das auch gut, dass sie sich Zeit genommen haben, die Autogramme gegeben haben. Also wenn die schon nicht auf dem Fußballplatz alles gegeben haben im Jahr 2025, zumindest geben die alles diesen Kindern. Ja, und dafür gibt es doch den Madridismo zu sehen, wie die nächste Generation Madridistas aufwächst. Für mich sehr schön, hat mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht getrieben. Das Kind auch geil. Blanca Victoria wäre ein geiler Name gewesen. Naja, aber wie dem auch sei, auch die Spieler haben sich zu Wort gemeldet. Und die waren sehr selbstkritisch. Hören wir uns das auch zusammen einmal an. Gewaltig. Man sieht die Kinder mit so viel Begeisterung, mit einem Lächeln, zusammen mit ihren Familien, den Menschen, die man am meisten liebt. Und diesen Moment erleben zu können, ist etwas Unvergessliches. Ja, für mich ist es immer ein Stolz, immer wenn ich hierher komme, um dieses Wappen mit diesen Teamkollegen, mit diesem Trainerstab und mit diesen Fans zu teilen. Und naja, das heute alles zusammen zu erleben, ist wie gesagt ein riesiger Stolz, eine Ehre. Und naja, alle Spieler sollten das alles in vollen Zügen genießen. Dieser Tag hier ist auch etwas Besonderes, weil wir bei unseren Leuten sind. Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, dass 2026 ein neues, besseres Jahr für alle wird und vor allem für den Madridismo. Gesundheit, Gelassenheit und viele Titel für Madrid. Denn das ist es, was uns glücklich macht, was die Fans glücklich macht, unsere Familie, und das ist es, was wir wollen. Ich lerne weiterhin sehr viel in diesem Verein, mit diesen Fans, mit all den Leuten. Wir haben keine Zweifel daran, dass wir zurückkommen werden, dass wir wieder gewinnen werden und dass wir immer an der Spitze sein werden. Denn Madrid ist so, es verlangt uns viel ab und wir wissen, wo wir sind. Der Anspruch kommt mit Real Madrid und ich glaube, wir können uns kein weiteres Jahr erlauben, ohne einen Titel zu gewinnen. Das ist es also, was wir uns vom neuen Jahr wünschen, als Team weiter zu gewinnen. Es ist eine Freude, die Fans hier zu sehen. Die Leute haben nicht oft die Gelegenheit, uns beim Training zuzusehen und naja, ich glaube, es war ein schöner Tag
Und jetzt bereiten wir ihnen noch eine Freude, indem wir Autogramme geben und Fotos machen. Wir wollen den Fans im Jahr 2026 wieder Freude bereiten. Ich denke, das ist sehr wichtig und dass diese Paraden auch Titel wert sind und nicht nur irgendein Spiel. Es ist immer eine Freude für mich das zweite Mal. Eine Freude, alle hier zu sehen und all die glücklichen Madridistas zu sehen, um das Jahr gut abzuschließen. Es ist eine Freude, hier bei Madrid zu sein, für Real Madrid zu spielen, immer den Moment zu genießen, die Gegenwart und allen eine Freude zu machen. Glück für alle, die Familie, Gesundheit und natürlich Titel für den Fußball, für Real Madrid. Denn ich denke, wenn wir Titel gewinnen, werden die Leute glücklich sein. Für uns alle Spieler, mal sehen, all die Fans, ein sehr guter Tag. Wir brauchen das, um uns auf Betis und den Supercup und mehr vorzubereiten. Also ein gutes Training und viel besser mit den Fans. Eine Freude, eine große Freude. All die Kinder, ihre Eltern, es ist ein sehr schöner Tag. Ich liebe es, wir alle im Team lieben es und ja, sehr gut. Hoffentlich Titel. Die Fans verdienen das. Das Jahr 25 war ein bisschen schwach, also wollen wir im neuen Jahr Titel. Für 2026 geht es immer darum, hier Titel zu gewinnen, oder? Denn das ist meine Persönlichkeit. Ich bin sehr glücklich, bei Ihnen zu sein, denn Sie haben nicht oft die Möglichkeit, uns zu sehen und heute müssen wir es mit Ihnen genießen. Ich bin sehr froh über Sie, denn Sie unterstützen uns immer in schlechten wie in guten Zeiten. Und das Wichtigste ist, den Madridistas zurückzugeben, was sie uns geben. Und ich hoffe, dass wir für Sie eine großartige Saison spielen, Spiele gewinnen und Trophäen für Sie holen. Ja, ihr habt es selber gehört. Titel, Titel, Titel. Alle Spieler haben das gleiche Ziel 2026. Weiß Gott, vielleicht haben diese Fans, diese Kinderaugen, denen nochmal die Emotionalität gezeigt, dass sie sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen können, dass die nicht selber entscheiden können, heute haben wir mal Bock oder nicht. Diese Kinderaugen, die dich mit einem Lächeln anschauen, mit einem Strahlen, werden an den Tagen, an denen du keine Lust hast, traurig ins Bett gehen. Vielleicht wurde das den Spielern nochmal vor Augen geführt. Vor allem haben mir die Aussagen von dem Courtois und dem Bellingham gefallen, die beide sehr selbstkritisch waren und gesagt haben, so ein Jahr wie 2025 darf sich nicht wiederholen. Der Madridismo hat mehr verdient. Ja, und ich sehe das genauso. Und ich glaube, damit der Madridismo diese Titel kriegt oder zumindest mehr als das, was wir im 2025 gesehen haben, das Mindeste, was die Spieler machen müssen, ist die gleiche Intensität zu zeigen wie ihr Trainer. Haltet euch doch einfach an das, was Xabi Alonso von euch möchte. Und ich glaube, dann würde am Ende des Jahres sogar der ein oder andere Titel herausfallen. Ich habe es schon mal gesagt, mir tut Xabi Alonso ein bisschen leid. Er hat den Willen, er hat das Potenzial, aus diesem Real Madrid viel mehr rauszuholen. Aber es ist schwer, die Spieler aus ihren alten Gewohnheiten rauszuholen. Aber ich habe gesagt, wenn die Spieler die gleiche Intensität wie ein Xabi Alonso zeigen würden, ja, dann würde es uns besser gehen. Warum ich euch das sage? Ja, das werdet ihr jetzt sehen. Ich habe für euch 1 Minute nur des gestrigen Trainings genommen. Und ich bitte euch einfach darum, achtet mal auf Xabi Alonso. Und diejenigen, es gibt die erste Kritik schon dazu, die gesagt haben, das ist nur Show von ihm etc. Nein, nein. Ich habe dieses Jahr fast jedes Training von Xabi Alonso gesehen. Ich würde sogar behaupten, jedes. Und diese Intensität ist bei ihm immer da. Aber schaut euch mal an, wie er das Training von Real Madrid leitet.
ihr das gesehen? Wie der jede einzelne Aktion anpeitscht. Also es tut mir leid, aber ich kann keinen Spieler verstehen, der so einen Trainer hat, der so volle Pulle mitzieht und am Wochenende denkt, nee, gegen Celta Vigo habe ich keinen Bock, gegen Girona muss ich nicht laufen. Ja, also wie gesagt, die Spieler, die so einen Trainer haben und dann nicht mitziehen, sind meiner Meinung nach einfach nicht die richtigen Spieler für Real Madrid. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt eure Meinung natürlich gerne in den Kommentar lassen zu allem, was ihr bisher gesehen habt, zu dem Weihnachtstraining, zu den Aussagen der Spieler, zu der Intensität von Xabi Alonso. Würde mich sehr interessieren. Wie ihr es kennt, werde ich versuchen, so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Ja, ein Spieler, der diese Intensität hoffentlich in Zukunft für Real Madrid zeigen wird, ist ein neuer U18-Nationalspieler Spaniens, der gestern einen Vertrag unterschrieben hat mit Real Madrid. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Offiziell Guille González zu Real Madrid. Real Madrid hat die Verpflichtung des 17-jährigen Nachwuchsstars von Cádiz, eines Rechtsverteidigers und U18-Nationalspielers, abgeschlossen, der per festen Transfer kommt. Der Transfer war bereits im vollen Gange und wurde am Dienstag offiziell bekannt gegeben. Real Madrid hat eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente Spaniens für seine Akademie verpflichtet. Guille González, ein 17-jähriger Rechtsverteidiger aus Cádiz und spanischer U18-Nationalspieler. Der Wechsel des Ausnahmetalents nach Valdebebas wurde nach monatelangen Verhandlungen abgeschlossen, wie die AS berichtet. Der Verein plant, dass er in den ersten Monaten seiner Eingewöhnungszeit in der von Julián López de Lema trainierten Juvenil A-Mannschaft Spielpraxis sammelt, also in der A-Jugend. Ein Wechsel zu Castilla unter Trainer Arbeloa noch vor Saisonende ist jedoch nicht ausgeschlossen. Cádiz gab den Transfer offiziell bekannt und lobte Guilles vorbildliche Karriere im Verein. Ein Weg, der auf harter Arbeit, Bescheidenheit und dem wahren Cádiz-Geist beruht. Und drückte Stolz und Dankbarkeit für alles aus, was Guille diesem Verein gegeben hat. Guille González ist die zweite bedeutende Neuverpflichtung von Real Madrid für die eigene Jugendakademie in diesem Winter. Vor einer Woche wurde bereits der Wechsel des talentierten Nordspaniers Mánex Resola nach Valdebebas finalisiert und der Vertrag unterzeichnet. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler von Logroñés wird zukünftig für Real Madrid C spielen. Ja, und einige von euch wundern sich jetzt und sagen, hey, wieso hat Real Madrid da jemanden geholt und du hast uns das nicht gesagt? Ja, ganz ehrlich, ich habe diesen Transfer mit Absicht ausgelassen, denn das ist ein 19-Jähriger, der in die dritte Mannschaft von Real Madrid wechselt. Ich meine, es gibt Talente, die mit Sicherheit erst später explodieren, mit 20, 21. Ich drücke dem Jungen die Daumen gerne, aber ich sehe sehr geringe Wahrscheinlichkeiten, vor allem in der offensiven Mittelfeldrolle, wo wir einen Bellingham haben, wo wir einen Arda Güler haben, wo ein Nico Pass kommen soll. Also ich sehe da wenig Chancen für die erste Mannschaft, deshalb habe ich den Transfer so ein bisschen hinten rausgelassen. Aber der von Guille González, der hört sich schon anders an. Für die A-Jugend von Real Madrid, einen U18-Nationalspieler. Vor allem ist das für mich auch kein Zufall, dass wieder ein rechter Verteidiger geholt wird, obwohl wir mit Jesús Fortea und David Jiménez bei Real Madrid Castilla schon zwei wirklich starke Rechtsverteidiger haben. Aber langsam aber sicher verdichten sich die Gerüchte immer mehr, dass dieses halbe Jahr das letzte halbe Jahr von Dani Carvajal bei Real Madrid sein könnte. Vielleicht möchte er mit einer erfolgreichen WM mit Spanien seine Karriere beenden, könnte irgendwie zu einem Dani Carvajal passen. Vielleicht liege ich auch falsch und er verlängert nochmal, würde mich freuen. Ich finde Dani Carvajal überragend, auch wichtig als Charakter für die Kabine. Aber wie gesagt, der nächste rechte Verteidiger, den Real Madrid holt, ich glaube, die Verletzungsanfälligkeit von dem Dani Carvajal, von dem Trent Alexander-Arnold, es kann nicht dauerhaft sein, dass ein Fede Valverde immer wieder den rechten Verteidiger spielen muss bei Real Madrid. Real Madrid sucht da nach Lösungen. Guille González, der nächste Ansatz. Wie gesagt, David Jiménez hat dieses Jahr bei Real Madrid schon debütiert. Ein Jesús Fortea hat leider ein Riesentalent, also nicht leider, Gott sei Dank ein Riesentalent, aber leider auch sehr viele Verletzungen in kurzer Zeit.
Mal schauen, vielleicht Guille González die Lösung für die rechte Verteidigerposition in Zukunft von Real Madrid. Ich drücke diesem Jungen natürlich die Daumen. Ja, und darum bitte ich euch, wie im gesamten Jahr 2025 schon, lasst eure Meinung bitte unter diesem Video in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Seltsamerweise konnte man das Video gestern nicht hypen, haben mir einige von euch in den Kommentaren geschrieben, als wenn die deutsche Medienwelt nicht möchte, dass dieser Skandal aufgedeckt wird. Naja, Böses, wer da, oder wie nennt man das, wer da Böses denkt, ihr wisst, was ich meine. Naja, wie dem auch sei, lasst auf jeden Fall ein Follow da, dann seid ihr noch unter den ersten 20.000, tut mir eine Riesenfreude und ihr verpasst nichts im Jahr 2026. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Mal schauen, wie gut ich Silvester überstehe. Aber spätestens übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. A la Madrid!